Es ist einfach zu denken, dass nur Erfolge zählen, denn in unserer westlichen Gesellschaft wird dir von klein auf beigebracht, dass immer nur der Erste gewinnt. Das beginnt schon in der Schule, indem es Turniere im Rechnen gibt, sportliche Wettkämpfe und Denkolympiaden. All diesen Wettstreiten hat gemein, dass es nur einen Sieger gibt und sonst nur Verlierer. Diese Verlierer sind tatsächlich am Verlieren, jedoch nicht am Inhalt des Wettstreits, den sie nicht gewonnen haben. Sie verlieren den Mut, das Interesse und den Willen zu lernen. Denn das Lernen ist es, was dich über das gesamte Leben von Anfang bis Ende begleitet. Und ja, ich habe einen Wettstreit verloren. Trotzdem habe ich sehr viel gelernt. Aber lass mich diese Geschichte von vorn erzählen. Letztes Jahr im April kam Freddy auf mich zu und er wollte einen Wettstreit im Drohnenfliegen mit mir durchführen. Die Aufgabe klang simpel. Wir hatten eine Woche Zeit. Nach dieser Woche sollte es eine Art Prüfung geben, welche durch maximal einminütiges Video dokumentiert wird. Und es sollten Stunts durchgeführt werden. Beide hatten wir komplett unterschiedliche Voraussetzungen dafür. Freddy meinte, er hätte über 1000 Stunden Controller-Erfahrung in Rocket League. Da musste ich erstmal nachschauen, was das ist. Das scheint so ein irrwitziges Autorennen mit Fußball kombiniert zu sein, in dem man scheinbar ganz schön den Controller malträtieren muss. Klingt nach einem interessanten Spiel und nach einer sehr guten, wenn auch fragwürdigen Voraussetzung. Ich hatte gerade meine zweite Drohne gekauft und hatte einige Flugstunden und einige szenisch sehr interessante Erfahrungen gesammelt. Wenn auch nicht in der Größenordnung wie Freddy, aber 100 Flugstunden sind es schon geworden. Und die sollten doch gegen ein Computerspiel bestehen können. Und wie in einem realistischen Wettbewerb brauchten wir auch noch eine Jury. Wir hatten das Glück und konnten Lexi dafür gewinnen. Sie ist eine Racing-FPV-Drohnenpilotin, die gerade in Australien in einem Startup ist und eine Drohne als Art Brandspeeder drinnen sitzend fliegen will. Und sie ist verdammt gut im Fliegen. Also fehlte jetzt nur noch ein Fluggerät. Da wir beide mal das FPV-Fliegen ausprobieren wollten, entschieden wir uns nach einiger Recherche für die FPV-Drohne von DJI. Die sollte laut den zahlreichen Artikeln im Netz sehr anfängerfreundlich sein und quasi out of the box flugfähig. Okay, 7 Tage für solch einen Wettbewerb klingt ehrlicherweise sehr kurz. Naja, dann machen wir da mal das Beste draus. Ich habe ein paar Hilfsmittel. Lexis Videos auf YouTube und Simulatoren. Mein Plan ist, dass ich immer abwechselnd einen Tag im Simulator übe und dann draußen fliege. Die Videos von Lexi werden zwischendurch geschaut und das muss auch alles irgendwie in meinem 9-to-5-Job noch dazwischen passen. Also es ist doch sehr wenig Zeit. Der erste Tag verlief ganz spektakulär. Simulatortraining. Und ungefähr 100 Abstürze. Ich konnte nicht mal geradeaus fliegen, ohne dass die Drohne abstürzt. Und doch hatte ich am Tagesende ein ganz befriedigendes Erlebnis. Der zweite Tag war der erste Tag draußen. Ich war noch nicht bereit, die echte Drohne komplett manuell zu fliegen. Aber immerhin schon im Sportmodus und das hat mega Spaß gemacht. Zurück ging es zum Simulator am Tag Nummer 3 und die ersten Versuche auf einer Karte ohne Kurssetzung zu fliegen. Wieder bin ich mehr abgestürzt als echt geflogen. Aber so langsam konnte ich immerhin koordinierte Kurven fliegen und mich auch wieder stabilisieren, sobald ich die Kontrolle verloren hatte. Ich fragte mich, wie weit Freddy wohl war.
und er schickte mir dieses Video. Niederschmetternd, einfach erdrückend. Wie gut der schon war. Ich zweifelte zum allerersten Mal, ob ich überhaupt einen Hauch einer Chance in diesem Wettbewerb hatte. Ein neuer Tag, neue Hoffnung und die Drohne das erste Mal komplett manuell geflogen. Hey! Wow, das ist wie im Simulator. Nur hörte ich das bissige Zischen der Motoren dauerhaft, was durchaus in meiner Nähe einen räumlichen Orientierungspunkt der Drohne in der Luft gab. Die Akkus habe ich alle leer geflogen und ich war wieder voller Mut. Aber waren da nicht noch Stunts? Den 5. Tag verbrachte ich an Videos schauen und am Simulator üben, wie man diverse Stunts macht. Lexi gab uns 3 unterschiedliche Aufgaben. Einen Power Loop, einen Sidewinding Climb und einen Orbit. Orbits stellten sich nach 10 Minuten als ziemlich einfach heraus. Ich musste nur aufpassen, dass ich die richtige Balance zwischen der Motorleistung und dem kontrollierten Kurvenfliegen hinbekomme. Power Loops, also Loopings, waren ein wenig kniffliger, da hier im Überkopfmodus die Motorleistung komplett auf 0 gehen musste. Denn ich wollte ja nicht mit voller Geschwindigkeit kopfüber Richtung Boden rasen. Sidewinding Climbs sind letztendlich aufsteigende Schleifen um ein Objekt herum. Am Tag 6 war ich draußen und hatte nach einem gescheiten Platz für das Abschlussvideo gesucht. Und dann bei ein paar Weihern hatte ich auch was gefunden. Mit der Drohne in der Luft und ein paar Versuche der Stunts versprach das eine gute Location für morgen früh zu werden. Ich kam kurz nach Sonnenaufgang an den Weihern an. Es war sehr neblig, aber eine schöne Szenerie. Ich packte die Drohne aus und flog. Ich verlor die Orientierung bei einem weiteren Power Loop und rammte sie mit knapp 60 km/h in den Boden. Zum Glück landete alles auf dem Weg zwischen den Weihern und nicht im Wasser. Aber ich konnte gerade nur einen Stunt beenden. Das wird Lexi nicht gefallen. So for this we have 27 points out of 50, which is like nice. Wie hat sich Freddy gemacht? Wenn er nicht abgestürzt ist, wie ich, dann gewinnt er das Ding.
pretty clear winner in here, 35 out of 50 for Octofred. Auch wenn ich diesen Drohnenflugwettstreit mit einer FPV-Drohne verloren habe, so habe ich doch gewonnen. Ich habe Erfahrung mit einer anderen Drohne gewonnen und ich habe dreidimensionale Navigation in Echtzeit durchführen gelernt. Mir sind Rollen, Gieren und Nicken in der Fliegerei keine Fremdworte mehr. Ich habe gelernt, dass Vibrationen, seien sie noch so gering, ein Video ganz schön zum Schaukeln bringen können. Ich habe gelernt, dass eine VR-Brille ganz schön heftig auf mein Gleichgewicht gehen kann, sobald das Bild nicht mehr mit den sensorischen Inhalten des Innenohrs übereinstimmt. Ich habe Demut vor dem Wissen von anderen gelehrt bekommen. Es gehört jede Menge Geduld, Fleiß und Schweiß dazu, neue Fähigkeiten zu erlernen, wie meine Oma mir auch schon immer gesagt hat. Also habe ich zwar einen Wettstreit verloren, aber 12 neue Dinge dazu gewonnen. Damit fühle ich mich wie ein Gewinner. Und wer weiß, wo mich die Fliegerei noch hinbringen wird.